Hallo liebe Zuschauer, wie jeden Montag die Nachrichten von meinem Kanal. Was habe ich hier alles auf dem Whiteboard stehen? Drohnenregistrierung habe ich da einen wichtigen Punkt. Krank und Pharmazie, da hatte ich ja auch jetzt vor kurzem noch einen Film drüber gemacht. Oma und die Spendenkamera, das ist die Kamera, die oben auf dem Dach kommt. Daniel und Andrea, Changmong, Wetter und Jem. Ja, das Wetter ist hier ziemlich stabil in den letzten Wochen. Wir haben so gut wie kein Regen. Jetzt war mal dieser Tage, habe ich gesehen, hinten auf dem hinter mir, da ist ja der Marine Park, der National Park. Da kam es mal gut runter. Jetzt fängt er wieder an zu bellen. Ja, hol den Frisbee. Okay, jetzt ist er weg. Da kam es ganz gut runter, ansonsten ist es hier weiterhin trocken. Lasst euch da nicht verrückt machen. Ich werde immer gefragt, ist jetzt die Regensaison? Nein. Man kann nicht allgemein von Thailand sagen, jetzt ist in Thailand Regensaison. Das ist also ganz verschieden. Es fängt jetzt oben im Norden irgendwann mal an, aber wir sind noch lange nicht dran. Ich weiß also, so August, September, da ist die Region von Rayong dran, da regnet es richtig. Und wir sind Ende des Jahres eigentlich dran, das ist die richtige Regensaison. Im Dezember fängt schon im November an und dann zieht sich das hin, Januar, Februar. Deswegen bin ich ja auch immer für 2 Monate weg. Also lasst euch da nicht verrückt machen. Es ist also nicht, dass wir jetzt hier konstant Regen haben. Wir haben konstant Sonnenschein. Temperaturen zwischen 33 und 35 Grad. Auch ganz anders als oben im Norden, die Isan-Ecke. Da habe ich also vom Uwe dann auch gehört, über 40 Grad hatten die ja auch da. Ist also hier unten ziemlich konstant. Das kommt aber auch daher, weil wir ja ringsherum das Meer haben. Da ist dann also ein bisschen stabiler, da geht es nicht rauf und runter. Ja, Drohnenregistrierung. Da hat mich ein Zuschauer angerufen und sagt, ich stehe hier in Frankfurt am Schalter und die wollen mich nicht einreisen lassen oder nicht einchecken lassen mit meiner Drohne, weil ich keine Registrierung von Thailand habe. Da ging es also hin und her. Da ist also letzte Woche wohl ein Schreiben an die Fluggesellschaften gegangen, dass Drohnenpiloten, die keine Registrierung von Thailand haben, die nicht mitnehmen dürfen oder eben halt, dass beide, die Drohne und der Gast, auch nicht fliegen dürfen. Da müsst ihr euch also wappnen. Entweder sagt er gar nicht, dass ihr eine Drohne im Handgepäck drin habt, weil das ist eigentlich eine Falschmeldung oder die Information. Übrigens, der hat eine Registrierung gehabt von letztes Jahr noch und die ist dann auch angenommen worden von der Stewardess oder was es ist, da an dem Schalter zum Einchecken. Es ist also so, da habe ich auch mal einen Film drüber gemacht, wenn man eine Drohne hat, kann man schon vorab ja in Deutschland die ganzen Papiere klar machen. Der wichtige Punkt ist ja, dass ihr eine Haftpflichtversicherung habt und die muss ja in Englisch sein und die könnt ihr einscannen. Das könnt ihr alles schon fertig machen in Deutschland, ja. Aber die endgültige Nummerierung, dass ihr also registriert seid, könnt ihr erst hier in Thailand machen, wenn ihr euren Stempel im Pass habt. Nämlich den braucht ihr, der muss nämlich auch dahin geschickt werden. Also ist das Mumpitz, was sie da in Frankfurt haben. Und in Bangkok haben sie gar nicht nachgefragt, einfach durchgewunken. Die haben gesehen, dass er eine Drohne dabei hat. Hier in Thailand fragt kein Ast danach. Das war also jetzt nur in Frankfurt gewesen. Also wappnet euch, wenn ihr am Schalter seid und ihr habt eine Drohne dabei, dass die Deutschen eben halt sagen, ist nicht. Guckt also, dass ihr da eure Registrierung von letztes Jahr mitnehmt, dass sie also registriert ist. Ja, da hatte ich ja den Film gemacht, wo ich im Krankenhaus gewesen bin. Ich habe übrigens noch immer das hier auf der Lunge, also richtig verheilt ist er noch nicht. Das kann ich mal hier oben verlinken.
Ich habe das ein bisschen überzogen, dass ich also direkt zum Krankenhaus gegangen bin. Normalerweise, wenn ich also krank bin, auch die anderen, die hier jetzt so leben, die versuchen natürlich die Kosten gering zu halten. 3.100 Baht habe ich bezahlt. Da wurde ich auch angeschrieben von jemandem, der hatte, das schreibe ich mal hier unten drunter, ich habe den Namen von dem neuen vergessen, von dem neuen Hospital. Der geht dahin und hat nur die Hälfte bezahlt, Arztkosten. Wo ich ja war, Thai International, da habe ich ja gleich 1.000 Baht bezahlt nur für den Arzt. Und das ist in dem neuen, hier unten, nur 500 Baht. Also, und ganz neu alles. Er sagte, fantastisch, die sind freundlich, da würde ich auch nächstes Mal hingehen. Aber was ich sagen wollte, hier wird das so gemacht, oder ich mache das normalerweise so, wenn ich irgendetwas habe, gehe ich hier zu meiner Pharmazie, das ist die Apotheke. Und die haben anscheinend schon eine Vorausbildung, sage ich mal, wenn ich sage, ich habe jetzt Husten oder so. Ich bin nämlich anschließend auch noch dahin gegangen, habe denen das gesagt, was ich habe. Und dann bekommt man von denen die entsprechenden Medikamente. Antibiotika habe ich da übrigens gekriegt von denen, um die Kosten geringer zu halten. Ich habe also, wie ich schon gesagt, 3.100 Baht mit Arztbesuch bezahlt. Ein paar Tage später habe ich gemerkt, also die Medikamente, die er mir da gegeben hat, die treffen nicht zu auf Sodbrennen, weil ich ja sagte, von hier unten brennt es irgendwie. Und denen habe ich das hier erklärt, was ich habe. Und da habe ich nur 600 Baht bezahlt. Das ist auf jeden Fall billiger. Die können auch die Krankheit da eingeben. Was habe ich denn jetzt hier? Die geben das dann ein, das Krankheitsbild. Und dann kriegen die ein Feedback, was für Medikamente da verschrieben werden. Ich habe zum Beispiel auch Codein bekommen. Das brauchte ich dann abends, weil ich einen sehr starken Reizhusten hatte. Und damit war das also gebremst, sage ich mal. Also das zum Punkt krank sein hier und Pharmazie. Die Pharmazies, die sind eigentlich sehr gut ausgerüstet hier bei uns. Und wir haben viele da. Man kann sagen, alle 500 Meter haben wir eine Pharmazie hier. Oma, ja, Oma, Spenden. Ihr werdet dann noch einen Film sehen von Oma. Da habe ich jetzt einen Entschluss getroffen, dass ich der Frau 3.000 Baht gebe, jeden Monat, plus eben halt das Geld für Oma, für die Lebensmittel. Ich glaube 1.000 oder 2.000, ist auch egal. Da tue ich ja oben auf dem Top drauf. Ich habe ja auch Werbeeinnahmen von den Filmen, das kommt oben drauf. Mir liegt es also wirklich daran, dass es der Oma, ich will nicht sagen, auf den letzten Tagen oder Monaten noch gut geht. Ich habe mit der Frau auch schon gesprochen. Da werdet ihr aber einen Film sehen dazu. Das sieht also gut aus, dass man sich um die Oma noch mehr kümmert. Ich hatte ja mal in einen News angesprochen, dass ich also hier oben auf dem Dach ja eine neue Kamera installieren möchte. Die wird wahrscheinlich heute erst ankommen. Ich hatte nämlich gar nicht mitbekommen, dass der erste Lieferant die Order storniert hatte. Ich habe die ganze Zeit gewartet, wieso kommt die denn nicht? Und da habe ich im Internet gesehen, dass der den Auftrag storniert hat, eine neue bestellt, woanders, dass da oben jetzt eine 3-Megapixel-Kamera draufkommt, die ihr gesehen habt, vielleicht im Livestream, die hatte nur 1 Megapixel. Und dann kann ich natürlich auch viel näher ranzoomen in dieses Bild, wenn die Sonne da zwischen den Inseln untergeht. Also da bin ich am Ball. Ja, der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch an ein Video von Daniel und Andrea, wo der Daniel ja den Gehirnschlag auf dem Roller bekommen hatte und hat dadurch einen Unfall gehabt und sind jetzt in finanziellen Nöten geraten, obwohl sie für 4 oder 5 Millionen versichert sind. Aber die Reha, die wird nicht bezahlt und da sind also einige Spenden reingekommen und ich soll mich in deren Namen bedanken bei euch. Vielen Dank. Vielleicht kriege ich auch noch das Video von denen. Die wollten mir ein Video zukommen lassen, wo sie selber Dankeschön sagen. Müssen wir mal sehen. Ja, zu dem Thema hatte ich ein kurzes Gespräch mit meiner Versicherungsagentin mit Reha und Versicherung. Also das ist bei den Versicherungen, die ist ja eine Maklerin, die hat also nicht nur eine Versicherung, die sagt, das ist ja überall ausgeschlossen.
Also Reha gibt es nirgendwo, da kann man auch nicht mehr bezahlen. Es gibt auch keine Reha-Versicherung hier in Thailand. Also da müsst ihr euch mal informieren, ob ihr in Deutschland was abschließen könnt, wenn ihr hier seid, dass die also auch in Kraft tritt. Also das sind normale Versicherungen, wenn man normal krank ist, aber Reha-Maßnahmen, sagt sie, wird von keiner Versicherung aufgenommen. Ich wollte diesbezüglich auch in den nächsten Woche mal zu ihr hingehen und mal das in die Kamera reinbringen, dass sie das erzählt, dass es da nichts gibt. Da muss sich jeder selber informieren und am besten in Deutschland irgendwas abschließen. Heute habe ich auf dem Programm, dass ich mal nach Chamon fahre. Die Ecke vernachlässige ich immer so ein bisschen. Das ist immer hauptsächlich Chaweng und Lamai. Aber heute wollte ich da mal hinfahren, das ist also da. Da habe ich mal einen Film gemacht. Hier, da ist ja mal vor ein paar Jahren ein Wal gestrandet. Den hatten sie da auseinandergenommen. Ich kann mich noch an diesen Geruch erinnern. Da habe ich also, das war eine Katastrophe. Das hat so gestunken. Aber da sieht man sieht man gar nichts mehr oder riecht man auch gar nichts mehr. An dem Strand will ich also, wenn es geht, heute hinfahren und das mal da filmen, wie es da aussieht. Aber generell ist es hier auf Samui richtig ruhig, Nebensaison. Man merkt es überall am Strand, auf der Straße. Für mich ist es also als Insulaner ist es angenehm, wieder eine gewisse Ruhe zu verspüren. Denn wenn es hier richtig zur Sache geht, eine Hauptsaison, das ist sowas von unruhig hier auf der Insel mit dem Verkehr, mit den Mopeds, die alle da auf der Straße rumkurven. Von Menschen, die also vorher noch nie einen Roller gefahren haben, ist also für uns Insulaner nicht so schön. Ich werde immer gefragt, wie es mit Jam. Dem Jam geht es super. Nächste Woche darf ich auch wieder mit ihm zum Strand runter und dann darf er auch wieder ins Wasser. Die Wunde ist wunderbar verheilt, kann ich nur sagen. Kann ich hier nochmal verlinken, wie ich beim Arzt gewesen bin. Der Arzt war jetzt zuletzt auch happy. Ja, dem geht es ganz gut. So, das soll es gewesen sein, was ich auf meinem Whiteboard habe. Ach ja, da habe ich hier noch Dating. Ja, ich werde gefragt, wie ist es denn jetzt mit meiner neuen Freundin? Das hatte ich eigentlich vergessen. Das hat sie schon, nachdem ich das publiziert habe, in den News, nach ein paar Tagen hat sich das erledigt. Da kamen wieder Geldforderungen. Und da habe ich gesagt, nee, gibt's nicht. Erst wird mal probiert, ob man zusammen passt. Und da wird nicht schon vorher, ich will Geld haben, wenn ich bei dir bin. Das habe ich also annulliert. Ich bin weiterhin Single. Ja, ich bin noch zu haben. Okay, das war's gewesen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.